Ich bin der Fabian Burgert, ich bin 25 Jahre alt, Fotograf und habe hier in Köln seit knapp 1,5 Jahren jetzt mein kleines Lab für Farbvergrößerung. Genau, hier ist mein Arbeitsplatz. Hier, sag ich jetzt mal, arbeite ich auch nicht nur an Sachen, die in der Dunkelkammer sind, sondern auch, wenn ich digitale Sachen retouche. Hier scanne ich, hier mache ich mir Notizen, Konzepte und sowas. Also nicht nur immer hier am Entwickeln. Der Scanner, dann theoretisch arbeiten, wo man halt gerade dran ist. Das Herzstück, sage ich jetzt mal, der Vergrößerer. Und hier unten versteckt Papier. Hier meistens Farbpapier links, aber hier sind auch noch so alte Sachen, die jetzt, sage ich jetzt mal, eher, wenn man experimentieren möchte, sind. Das heißt, manche kennen das vielleicht, das Endura Paper, das wird nicht mehr hergestellt. Ich habe es ausprobiert, ist leider nicht mehr so frisch. Das heißt, wenn man damit arbeitet, das kommt komplett grün raus. Aber für manche Zwecke ist es vielleicht ganz cool. Eine Sache ist hier noch ziemlich cool drin, nämlich, wo haben wir es denn? Ah ja, genau. Das hier sind Schwarz-Weiß-Postkarten. Das heißt, man kann auf der Postkarte das Motiv drucken und kann dann theoretisch das jemandem hinschicken. Gibt es leider nicht mehr, deswegen bin ich da richtig geizig, quasi die zu verdrucken, weil ich irgendwann auf ein schönes Motiv da warte. Genau, einfach ein Ventilator für den Sommer. Man muss dazu sagen, wenn man hier entwickelt, den ganzen Tag wird es halt ultra heiß. Also es sind halt 2 Bäder, die 35 Grad haben. Die Wanne hat auch meistens 35 Grad. Der Trockner ist wie ein Heizlüfter. Und im Sommer ist das hier schon so, dass man hier gefühlt richtig eingeht in der Hitze. Genau, habe ich euch ja eben schon erzählt, kann man hier die Temperatur einstellen für die 3 Bäder. Einmal Developer, Stoppbad. Developer, Stoppbad und das Fixbad kann man einstellen, die Geschwindigkeit. Papier kommt dann hier oben rein. Hier sieht man dann quasi, wird es eingezogen. Ich kann euch das theoretisch mal zeigen. Wir können da nämlich einfach mal Papier rauslaufen lassen. Ich habe auch hier mal eins reingesteckt, dass man sieht, wie es aussieht. Nämlich sind die normal nicht weiß, wie bei Schwarz-Weiß, sondern die sind blau. Es wird dann quasi durch den... jetzt sieht man so, da hat sich was getan. Das heißt, wenn ich das jetzt da durchlaufen lasse, ist es schwarz. Deswegen, das machen wir besser jetzt nicht, sondern können theoretisch einfach mal... Ich suche mal gerade einen Print aus, der wirklich komplett gefailt ist. Also hier ist es dann so, man tut es kopfüber in die Chemie. Dadurch, dass die Chemie immer halt unten dran kommt, tut es leicht seitlich rein. Alles im Dunkeln halt. Und dann saugt es an. Man fühlt quasi hier die Kante, wartet bis es über der Kante ist. So. Dann kann man den Deckel drauf machen, geht zum Licht und kann quasi weiterarbeiten. Und innen drin, kann uns auch mal anschauen, das sieht dann Folgendes. Das heißt, es geht dann hier ins erste Bad. Alles mit richtig vielen Zahnrädern. Also es kommt quasi aus dem Entwickler raus. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier ist so eine Stoffrolle. Das heißt, das geht nicht in die Flüssigkeit rein, sondern diese Stoffrolle tröpfelt es quasi nur drauf, dass nicht zu viel ins nächste Bad kommt. Das wird dann hier durch dieses Metallding wird das so runtergedrückt. Und das ist auch das Problem bei so Maschinen, wenn sich, sage ich jetzt mal, diese Metallteile hier über die Zeit und über die Hitze so ein bisschen verbiegen und so leicht so weit nach oben stehen, dann ist es so, dass halt das Papier theoretisch auch mal nach oben kommen kann, knickt ab und wird halt einfach zerpresst von dem Prozessor, weil die Rollen einfach so stark sind. Also man sollte eine Toleranz jetzt nicht überschreiten, weil quasi das Korn dann sichtbarer wird oder auf dem Papier ein Korn entsteht. Deswegen, ich habe meistens ein Thermometer, wo ich das einmal gucke am Anfang. Und wenn man 1-2 Stunden entwickelt, dann irgendwie habe ich zumindest das Gefühl, dass der Zeigefinger zum Thermometer wird und dass man ungefähr weiß, in welchem Bereich man sich befindet. Das heißt, dass man jetzt weiß, man hat keine 25 Grad mehr, sondern auf jeden Fall über 30.
Genau, und dann fällt es hier ins Wasserbad. Bewegt man am Anfang, dass halt direkt mal der ganze Blicks weg ist. Da drin lasse ich es meistens minutenlang. Hole das dann irgendwann nochmal raus, spüle es nochmal ab mit klarem Wasser. So ungefähr. Genau, und dann kommt es hier in die Trockenmaschine. Ganz wichtig, so funktioniert es natürlich nicht. Also es ist halt dauerhaft im Dunkeln mit dem Deckel drauf. Also so der große Unterschied zwischen Schwarz-Weiß und Farbe ist auf jeden Fall, dass man sich im Dunkeln zurechtfinden muss. Also man hat kein Safe Light, man hat kein Rotlicht, wo man sich orientieren kann. Das Erste, was man eigentlich lernen muss, ist halt irgendwie so ein bisschen so eine Map im Kopf zu finden, seinen Raum kennenzulernen. Hier ist es noch relativ easy, weil der Raum klein ist, aber man schlängelt sich so ein bisschen an den Tischkanten lang. Das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen die Challenge. Schwarz-Weiß-Vergrößerung, das habe ich damals gemacht, ist ja, dass man den Kontrast sehr steuern kann und sich da auch ein bisschen aufhängen kann. Bei Farbe ist es halt so, dass wir Nuancen der Farben halt ändern können, bis man dann am Ergebnis ist. Deswegen, ich finde, es ist sehr vergleichbar. Es kommt immer darauf an, was man für ein Tool hat. Hier mit einem Paper Processor geht's, aber wenn man es jetzt in Wannen macht oder in einem Drum, würde ich sagen, ist es schon deutlich aufwendiger. Was am besten geht und was am schlechtesten geht, kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Was ich im Moment richtig gern drucke, ist den 400D. Ich kann theoretisch, bevor wir anfangen, einmal eine Serie zeigen. Die wird im November ausgestellt in den ersten Wochen in Koblenz. Das heißt, ihr seid tatsächlich jetzt, außer meinen Freunden und Bekannten, die Ersten, die sehen. Genau, das ist eine Serie, die haben wir in Südfrankreich, Italien und auf dem Splügenpass geschossen. Also quasi zwischen Italien und Schweiz. Ich mache viel mit Blitz. Das funktioniert, finde ich, auch richtig schön. Also wenn man das printet, das sieht, ja, ich finde, ein bisschen natürlicher aus. Also alle Bilder außer dieses und dieses sind alle geblitzt. Und ich finde, der Print, dadurch, dass er quasi auch selbst nochmal eine Emulsion hat und selbst nochmal einen Look gibt, finde ich, macht es halt ein bisschen natürlicher. Das ist analog oder machst du auch viel digital noch? Ich mache noch viel digital. Also Auftragsarbeit. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann so ist, dass man auch Jobs hat, quasi, die kommerziell sind, wo man größere Serien analog schießt. Aber die meiste Zeit ist es eigentlich noch digital aktuell. Man braucht theoretisch nicht viel. Man braucht ein Vergrößerungsgerät wie beim Schwarz-Weiß-Drucken. Man braucht ein Colorhead, das ist ganz wichtig. Also es kann halt nicht nur eine Halogenlampe sein, sondern man muss einen Filtereinsatz haben oder einen LED-Kopf, je nachdem, was man machen möchte. Dann braucht man natürlich die Chemie. Man braucht Basic-Sachen wie einen Maskenrahmen, einen Kornfeinsteller, obwohl das natürlich Sachen sind, auf die man verzichten kann, aber sag ich mal, Sachen sind, wo man dann eine Long-Term mehr Geld ausgibt, wenn man mehr Prints macht, weil der eine nicht scharf geworden ist zum Beispiel. Dann kann man halt entscheiden, wie man entwickelt, einmal in der Drum, in Wannen, was ich nicht empfehlen würde, oder halt im besten Case ist es halt ein Paper Processor zu haben. Das heißt, weil der Prozess halt im Dunkeln stattfindet, muss man dann halt nur die Öffnung finden, kann dann wieder das Licht anschalten und sich halt auf den nächsten Print vorbereiten. Bis jetzt, ich mache das jetzt knapp seit 4 Jahren, ist man ziemlich überrascht von den Farben. Also klar, man kennt das natürlich auch, wenn man Scans bekommt und ist dann richtig überrascht, weil man nicht das Ergebnis erwartet hat, wenn man auf Film fotografiert hat. Beim Entwickeln finde ich das noch mal krasser. Also wenn man einen Contact Sheet macht, man sieht, die Farben, die da rauskommen, sind schon ja, einfach wunderschön. Und ja, diese Nuancenanpassung, also sich dahin arbeiten zum finalen Print, das macht eigentlich ziemlich Bock. Ich probiere mal ganz kurz den Prozess durchzuräumen. Also das Ganze fängt halt an mit der Negativauswahl. Entweder man hat Scans und kann davon die Negative auswählen, oder was gängiger bei mir ist, dass man halt Contact Sheets macht. Man wählt seine, sag ich jetzt mal, die Stücke aus, wo man denkt, man printet davon, macht ein Contact Sheet auf dem Papier und kann dann auf dem entwickelten Papier auswählen, welches Bild man in einem Final Print macht. Dann ist es so, dass man das Negativ in die Negativbühne einlegt. Man macht genau wie beim Schwarz-Weiß-Druck Teststripes. Also man holt sich eine Zeitung oder irgendein anderes Papier und hält immer einen Bereich ab, sodass man auf einem Teststripe verschiedene Belichtungszeiten hat. Entwickelt es aus, entscheidet die Belichtungszeit, also wie hell das Bild sein soll, welche Density. Und im anschließenden Step printet man das nochmal auf dem Teststripe, guckt, ob die Farben passen.
macht Farbanpassungen, bis man dann quasi so seine Werte zusammengesammelt hat, um dann einen Final Print auf dem ganzen Papiergröße zu machen, das ganze Motiv. Im Optimalfall hat man ein Bild fertig, in der Realität meistens nicht. Macht dann meistens eigentlich noch 1, 2 Versuche, je nachdem wie gut man den Filmstock schon kennt. Und genau, anschließend trocknet man es, tut es in den Scanner, scans und dann ist es eigentlich auch beim Print noch so, dass man eigentlich in Photoshop quasi die Nachbearbeitung macht. Der Prozess ist dann meistens so, man hat hier ein bisschen Kreppband, zieht sich was ab. Und gehen wir mal davon aus, hier tut dann die Werte drauf. Sagen wir 3 Sekunden, die 3 Werte, 3,90, 2,16 und 2,30, nur mal als Beispiel. Und dann kann man sich quasi immer weiter annähern. Das heißt, man hat dann so eine Reihe von Bildern, weiß halt, wie der Prozess ist und ja, weiß halt quasi, okay, wie viel war der Unterschied vom ersten Print zum zweiten Print, wie viel muss ich quasi gehen, um nochmal irgendwie die Menge an Grün rauszubekommen. Der Purpose hier ist ja nicht hundertprozentig, also auch mal, aber der Purpose bei mir ist nicht hundertprozentig, dass ich einen Print habe. Also es geht mir nicht darum, immer, dass ich ein physisches Produkt habe, obwohl das wirklich ein tolles Beiprodukt ist. Mir geht es darum, dass ich dadurch nochmal neue Farben bekomme. Also genau wie, warum man auf Film fotografiert, dass es halt eine gewisse Emulsion hat, eine gewisse Farbe. Aus diesem Grund drückt man halt auch in der Dunkelkammer, dass man einfach die Farben verändert. Also es ist halt immer ein schönes Nebenprodukt, dass man den Print hat. Aber genau, es geht hauptsächlich um die Farben deswegen. Aber es könnte cool kommen. Also wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, sind wir hier in dem Area. Ich glaube, ich bin nochmal 3 oder 4 gelb. Aber on top. Ja, on top. Freunde der Sonne, das war es erstmal mit der nächsten Folge im Fokus. Wir hoffen natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Wie ihr schon seht, habe ich meinen Print, den wir bei Fabian gemacht haben, auch direkt aufgehangen. Wirklich super cool geworden. Vielen Dank nochmal dafür. Ihr seht auch hier an der Stelle nochmal einen Vergleich zwischen dem Print, den wir gemacht haben, und meinem Lab-Scan, den ich damals beim Camera Dealer gemacht habe. Einfach um das mal im direkten Vergleich zu sehen, was man da noch so rausholen kann oder verändern kann vielleicht auch in dem analogen Prozess und nicht in dem digitalisierten Prozess. Falls ihr Fabians Bilder mal live und in Farbe sehen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, jetzt mal die Tape Art Ausstellung in Koblenz abzuchecken. Also falls ihr aus Koblenz kommt oder Umgebung, schaut da gerne mal vorbei. Tape Art, die geht jetzt vom 19. bis zum 22.11. Würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, vorbeizuschauen, und dann könnt ihr das Ganze mal in echt sehen, mit dem Fabian bestimmt noch ein bisschen quatschen, er wird auch vor Ort sein. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wen ihr als nächstes bei Im Fokus sehen wollt. Checkt gerne unseren Partner, den Camera Dealer, ab, alles unten verlinkt, da findet ihr Filme, Kameras, ihr könnt eure Filme entwickeln für super gute Preise. Deswegen checkt das auf jeden Fall gerne mal ab und lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, um uns kostenlos zu unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed.